Willkommen zu diesem neuen Video. Freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich melde mich mal wieder hier von meiner Couch, um mit euch über ein neues Thema zu reden. Und zwar möchte ich heute über das Thema Calisthenics und Trainingspläne reden, beziehungsweise über die Frage, brauche ich einen Trainingsplan, wenn ich Calisthenics mache? Ich sage jetzt mal, Trainingspläne sind einfach auch in der Calisthenics-Szene ein aktuelles Thema. Immer mehr Leute bieten selber Trainingspläne an. Und auch immer mehr Leute trainieren nach Plan, zumindest kommt es mir so vor und ihr habt es vielleicht auch gesehen, immer mehr Athleten trainieren auch nach Plan. Ich weiß nicht, wie die Prozentzahl ist oder wie auch immer, aber auf jeden Fall sehe ich einfach ein aktuelles Thema. Ich möchte jetzt heute darüber reden, welche Vor- und Nachteile es hat, wenn ich jetzt nach Plan trainiere oder nicht. Und ich möchte auch darüber reden, warum ich gar nicht unbedingt einen Plan brauche, beziehungsweise warum ich vielleicht auch ohne Plan sogar bessere Fortschritte als mit Plan machen kann, weil einfach viele Faktoren eine Rolle spielen. Ist dann aber auch je nach Fall ebenso. Genau, das werden wir jetzt einfach in diesem Video hier heute besprechen. Und ich werde jetzt einfach mal anfangen mit den Vorteilen, die ich eigentlich habe, wenn ich nach einem Trainingsplan trainiere. Der erste Vorteil ist natürlich mal, dass ich gezielt an meinen Schwächen arbeiten kann, beziehungsweise dass ich gezielt weiß, was ich vielleicht machen muss, um meine Schwächen auszumerzen. Wenn ich ohne Plan trainiere, tendiere ich meistens dazu, dass ich das einfach mache, was mir nur Spaß macht. Und da lässt man dann natürlich meistens eher das weg, wo man nicht so gut ist, weil es auch nicht so viel Spaß macht. Wenn ich jetzt aber einen Plan habe, kann ich gezielt Übungen da reinschreiben, die einfach sozusagen für meine Schwachstellen sind und werde die dann auch eher machen. Also das ist mal der erste Vorteil davon, wenn ich nach Plan trainiere. Der zweite Vorteil ist natürlich, dass man weiß, man hat sozusagen genug gemacht, oder wie man es auch nennen will, wenn man den Plan erledigt hat. Das heißt, wenn ich alle Übungen in einem Training abgehabt habe, weiß ich bin fertig, das war's, ich habe genug gemacht. Und für manche Leute ist das einfach, sage ich mal, eine Erleichterung, sie wissen, sie haben es erledigt, für manche aber auch nicht, also je nachdem kann das auch ein Vorteil sein. Der dritte Vorteil ist, dass man sich vielleicht eher motivieren kann, wenn man einen Trainingsplan hat, zum Training zu gehen, weil man einfach weiß, ich habe in meinem Plan so und so viele Trainingstage die Woche, die muss ich einhalten, damit ich nicht aus dem Plan rausfalle. Und wenn ich sozusagen diesen Plan habe, dann kann ich mich vielleicht auch eher motivieren, einfach zum Training hinzugehen. Muss jetzt auch nicht für jeden zutreffen, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein Vorteil von einem Trainingsplan. Ich weiß einfach genau, wie oft ich gehen sollte. Ich kann mich dann auch eher motivieren zu gehen, einfach weil ich nicht aus dem Plan rausfallen will. Der vierte Vorteil ist, dass ich in einem Trainingsplan bewusst Parameter verändern kann mit der Zeit, weil ich also sozusagen getrackt habe oder Liste geführt habe, was für Parameter ich wie handhabe. Das heißt, wie viel Volumen, wie viele Wiederholungen, wie viele Sätze und so weiter und so fort. Welche Übungen, all das kann ich dann mit der Zeit bewusst verändern. Wenn ich zum Beispiel merke, dass es in einer gewissen Sache nicht so gut vorangeht, wie ich es gerne hätte, kann ich das dann sozusagen einfach theoretisch einstellen, weil ich habe immer einen Vergleich, wenn ich einen Plan habe. Wenn ich keinen Plan habe, habe ich vielleicht nicht unbedingt einen Vergleich. Ich weiß vielleicht gar nicht, wie viele Sätze ich im letzten Monat für eine gewisse Übung gemacht habe oder wie viele Wiederholungen. Und dann kann ich das natürlich dann auch nicht so gut vergleichen und verändern. Also das ist auf jeden Fall auch ein Vorteil, ein sehr großer Vorteil von einem Trainingsplan, dass ich die Parameter einfach bewusst verändern kann. Es kann aber natürlich auch Nachteile davon geben, wenn man nach Plan trainiert. Ein Nachteil wäre zum Beispiel, dass wenn ich einen Plan habe, vielleicht nicht immer das machen kann, worauf ich eigentlich Lust habe. Wenn ich Lust habe auf eine bestimmte Art von Übungen an den Tag und das steht nicht im Plan, kann ich das ganz einfach nicht machen. Also muss nicht sein, dass man das als Nachteil sieht, aber je nachdem, wie man halt gerne trainiert, kann das zum Beispiel ein Nachteil sein. Die zweite Sache ist, dass ich beim Training, wenn ich mit Plan trainiere, natürlich auch immer darauf schauen muss. Das heißt, ich muss beim Training meinen Kopf unter Anführungszeichen einschalten. Ich muss darauf aufpassen, oder wie man es jetzt nennen will, ich muss einfach darauf achten, dass ich meine Sätze, meine Wiederholungen und so weiter einhalte. Das heißt, ich muss mehr mitdenken beim Training, was jetzt vielleicht für Leute, und das kommt auch zum dritten Nachteil jetzt, was vielleicht für Leute, die, ich sage schon mal, einen sehr gestressten Alltag haben oder im Alltag immer oder in der Arbeit immer To-Do-Lists abhacken müssen. Manche Leute haben dann nicht Lust, auch noch beim Training To-Do-Lists abhacken zu müssen, sondern wollen einfach nur spontan was machen. Deswegen, das kann, aber muss natürlich auch kein Nachteil sein, aber es kann ein Nachteil sein, dass ich einfach beim Trainingsplan einfach natürlich daran denken muss, dass ich auch alles mache. Ich kann nicht einfach so den Kopf komplett ausschalten, wenn ich nach Trainingsplan trainiere, was ja eigentlich eh klar ist. Welche Vorteile kann es geben, wenn ich nicht nach Plan trainieren muss? Ich glaube, ein sehr großer Vorteil, der für eine bestimmte Personengruppe, aber nicht für alle, aber für eine bestimmte Personengruppe ein Riesenvorteil ist, wenn ich keinen Plan habe, ist, dass ich machen kann, worauf ich Lust habe. Warum kann das so ein großer Vorteil sein? Wenn ich zum Training gehe und Lust habe, eine bestimmte Art von Übungen heute auszuprobieren oder wie auch immer und ich möchte das einfach schaffen und ich setze mir das heute als Ziel, weil ich habe einfach Lust drauf, dann wirkt sich das extrem stark auf die Motivation aus und es wirkt sich auch extrem stark auf die Energie aus, die ich bei einer Übung anwenden kann. Ich kann dann den Muskel auch besser ansteuern, ich kann einfach mehr von meiner Leistung sozusagen auch wirklich nutzen, wenn ich wirklich Lust drauf habe, heute eine bestimmte Übung zu schaffen. Ich blende euch hier jetzt was kurz ein aus einem Video, vielleicht kennst du das von mir, da habe ich einfach probiert auf dem Tisch hier und mit anderen Sachen
einfach neue Übungen auszuprobieren, die ich noch nicht gemacht habe. Und das war ein richtig, richtig gutes Training. Warum? Nicht, weil ich an diesem Tag einen Plan hatte, sondern weil ich einfach was ausprobieren wollte. Ich wollte das unbedingt schaffen. Und deswegen habe ich einfach meinen Körper viel besser ansteuern können, die Muskeln viel besser ansteuern können und hatte sozusagen ein sehr, sehr effizientes Training, obwohl das gar nicht nach Plan war, weil ich einfach extrem motiviert habe. Also auch die Motivation fürs Training hat eine extreme Auswirkung auf die Leistung und auch auf die Leistungssteigerung. Das darf man nicht unterschätzen. Wenn mir mein Training keinen Spaß macht, weil ich nach Plan trainieren muss, dann ist ein Plan vielleicht nicht unbedingt das Richtige, weil eben diese Motivation und dieser Spaß auch einen sehr großen Einfluss auf alles andere haben. Aus dem Grund kann es für dich, falls du so eine Person bist oder falls du solche Tage hast, auch sinnvoll sein, beziehungsweise muss es nicht schlechter sein, nicht nach Plan zu trainieren. Und der Nachteil, den man davon halt natürlich vielleicht haben kann, ist, dass man all die Vorteile, die ich jetzt vorher halt gerade erklärt habe, die werde ich jetzt nicht nochmal aufzählen, von einem Plan vielleicht nicht hat. Ich werde vielleicht zum Beispiel jetzt nicht so an meinen Schwächen arbeiten an solchen Tagen, weil wenn ich mache, worauf ich Lust habe. Aber es kann durchaus auch große Vorteile haben, wenn ich nicht an einen bestimmten Plan gezwungen bin, weil ich einfach darauf reagieren kann, worauf ich Lust habe und auch was mein Körper sozusagen an dem jeweiligen Tag am ehesten hergibt. Wie kann ich jetzt sozusagen für mich wissen oder wie kannst du für dich wissen, ob du jetzt nach Plan trainieren solltest oder nicht? Also ich persönlich bevorzuge zum Beispiel eine Mischung. Ich habe eine Zeit lang nur nach Plan trainiert, war alles, jeder einzelne Versuch, jede einzelne Übung genau im Plan drinnen und habe eine Zeit lang so trainiert. Ich habe eine Zeit lang komplett ohne Plan trainiert. Aber wenn ich ohne Plan trainiert habe, dann habe ich mir trotzdem zum Beispiel immer ein Minimum gesetzt. Das heißt, das kann ich jedem empfehlen, der zum Beispiel nicht nach Plan trainieren will, sich trotzdem ein Minimum zu setzen. Ich will heute mindestens 5-mal diese Übung versuchen. Ich will heute mindestens 10-mal einen Handstand versuchen. Ich will heute mindestens 4 Sätze von den Klimmzügen und 4 Sätze von den Dips machen oder wie auch immer. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Einfach ein Minimum zu setzen, das man dann innerhalb dieses freien Trainings irgendwie erfüllen muss. Wie ist dann nicht so wichtig, aber einfach sich ein Minimum zu setzen. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und wenn du jetzt vor der Entscheidung stehst, soll ich meinen Plan nehmen oder nicht, kannst du dir, glaube ich, ein paar Fragen stellen. Erstens, wird mir ein Plan dabei helfen, über vielleicht ein Limit rauszukommen? Ein Plan kann ja auch dazu dienen, dass es vielleicht mal nicht so viel Spaß macht, wenn man nicht gerne mit Plan trainiert, aber nachher macht es dafür wieder viel mehr Spaß, weil man mal an seinen Schwächen gearbeitet hat und ein Limit überwunden hat. Also vielleicht die Frage, stehst du vor einem Limit, über das du nicht drüber hinwegkommst, dann kann es sehr wohl sinnvoll sein, mal mit einem Plan zu probieren. Wenn du aber zum Beispiel gerade merkst, du hast einen Trainingsplan und der schränkt dich extrem ein, du kannst gar nicht machen, worauf du Lust hast, der bringt deine Motivationen und so weiter und so fort, kann es auch sein, dass es mal sinnvoller ist, keinen Plan zu verwenden. Also das hängt sehr davon ab, wie du drauf bist, was du gerne trainierst, was du gerne machst. Manche mögen das voll ganz strukturiert zu trainieren, ich habe es manchmal auch sehr gerne. Manchmal an manchen Tagen habe ich aber gar keine Lust drauf, wenn ich einen Plan habe und den dann einhalten muss. Ich habe aktuell das so, dass ich einfach eine Mischung sozusagen habe. Das heißt auf gut Deutsch, ich habe einen freien Part im Training und ich habe aber auch einen geplanten Part im Training, das heißt halbe. Das heißt, ich kann kreativ sein, ich kann neue Sachen ausprobieren, ich kann Spaß haben und einfach machen, worauf ich Lust habe. Und am Ende meines Trainings habe ich dann aber schon einen Plan, der ist gerade aktuell zum Beispiel für Weighted Training, den ich dann schon immer einhalte und wo ich dann auch versuche, meine Trainings sozusagen, was das betrifft, einzuhalten. Das heißt, ich habe so ein bisschen einen Kompromiss für mich, weil mir macht beides Spaß, ist aktuell, glaube ich, für mich eine sehr gute Lösung, muss es vielleicht nicht für immer so jetzt sein, aber aktuell mache ich das so. Wie gesagt, ich hatte schon Zeiten, wo ich noch viel freier trainiert habe, ich hatte aber auch schon Zeiten, wo ich noch viel strikter trainiert habe als jetzt gerade. Und ja, das war es eigentlich jetzt auch schon mit der Information, die ich euch in diesem Video weitergeben wollte. Also hört auf jeden Fall drauf, was euer Körper euch sagt, beziehungsweise wie fühlt ihr euch beim Training, machen euch eure Trainings Spaß, seid ihr motiviert. Wenn nicht, könnt ihr wie gesagt etwas verändern, vielleicht fangt ihr mal einen Plan an, wenn ihr noch nie einen hattet, vielleicht habt ihr schon ewig lang mit Plan trainiert und braucht einfach mal eine Phase, in der ihr machen könnt, was ihr wollt. Das kann euch auch helfen zu steigern. Und ja, auch manche der besten Calisthenics-Athleten, die ich auch persönlich kenne, trainieren zum Beispiel gar nicht nach Plan, sind an der Weltspitze, sind unglaublich stark und trainieren nicht nach Plan. Warum? Weil sie einfach diese Übungen, das was ich vorher kurz erzählt habe, weil sie einfach so Lust drauf haben, was zu probieren, und dann ist einfach die Anstrengung, die Energie beim Training und alles so hoch, auch die Konzentration so hoch, viel höher, als wenn sie jetzt einen strikten Plan einhalten müssten. Ich kenne aber auch andere Athleten, die sind wirklich top und genau gleich gut wahrscheinlich, die trainieren wiederum schon auch Plan, weil sie es einfach gerne haben zu wissen, sie haben so und so viel gemacht. Also die Psyche spielt hier wirklich bei dieser Frage eigentlich, brauche ich einen Plan oder nicht, wahrscheinlich die größte Rolle. Bin ich zufriedener mit oder zufriedener ohne Plan, das spielt wahrscheinlich eine sehr große Rolle und ist auch wissenschaftlich zum Beispiel bestätigt, dass die Zufriedenheit, dass ich denke, dass das, was ich mache, mir hilft, wenn das stimmt, dass es mir dann auch durch den, sage ich jetzt mal, Placebo-Effekt auch tatsächlich mehr hilft. Also diese ganzen Parameter müsst ihr euch berücksichtigen.
wenn ihr euch sozusagen die Frage stellt, ob ihr nach Plan oder nicht trainieren sollt. Ja, was ich jetzt ganz zum Schluss noch kurz erwähnen wollte, ich habe auch schon Videos gemacht, wie ich zum Beispiel genau trainiere, aus verschiedenen Phasen auch. Also ich habe da 2 Videos dazu schon, die werde ich euch in der Videobeschreibung oder in der Infobox verlinken. Und ich habe auch schon mal ein Video erstellt dazu, wie man sich selbst einen Trainingsplan erstellen kann. Werde ich euch ebenfalls verlinken, also schaut euch das mal an, wenn ihr daran mehr Interesse habt, und schreibt es mir auch ruhig wieder in die Kommentare, falls ihr bestimmte Fragen oder auch bestimmte Wünsche für andere Videothemen habt. Ja, ansonsten war es das jetzt mit dem Video und ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren von dem, was ich vielleicht gerade erzählt habe oder von dem, für was ich euch vielleicht gerade motiviert habe oder inspiriert habe, und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.